Hallo Julina. Hallihallo, Dr. Bart. Wir sind jetzt ungefähr 5 Monate nach deiner FFS Genau. und ich hätte ein paar Fragen an Ja. dich. Die erste Frage ist, welche Probleme hattest du vor deiner FFS, die dazu geführt haben, dass du dich operieren lassen wolltest? Ich habe mich einfach selber im Spiegel nicht wirklich wohl gefühlt. Ich habe halt immer das Gefühl gehabt, ich muss nicht so viel schminken und irgendwie, ich wurde halt meinen eigenen Ansprüchen an mich selber halt nicht wirklich gerecht. Ich glaube, wie vielen Transfrauen ging es halt auch mir so, dass ich mich so ein bisschen im falschen Körper halt definitiv, nicht falschen Körper, aber die Attribute in meinem Gesicht waren halt einfach falsch. Und als ich dann von der Möglichkeit erfahren habe, das Ganze halt wirklich natürlich und schön anpassen zu lassen, stand das für mich nicht mehr zur Diskussion. Und diese Probleme aus dem Alltag sind halt auch mittlerweile definitiv weg, komplett. Fantastisch. Ich schmink mich viel weniger, ich schmink mich viel natürlicher. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss so viel machen, um mich selbst zu verstecken, sondern ich kann halt eher mich unterstützend schminken und einfach so ein bisschen Puder und Mascara und dann ist gut. Ich muss mir nicht jeden Tag ein neues Gesicht schminken. Und das Problem war halt damals auch, ich habe gedacht, desto mehr Make-up ich drauf mache, umso besser ist es. Aber wenn ich jetzt zurückgucke, umso doller ich geschminkt war, umso schlimmer sah es eigentlich aus. Weil es halt wirklich eine Maske war, es war nicht mehr natürlich. Und es sah halt oft aus wie ein Clown. Und das ist halt jetzt einfach weg. Ja. Und warum hast du dich dazu entschieden, das bei uns machen zu lassen? Weil mich in allererster Linie die Vorher-Nachher-Fotos auch hier auf der Website überzeugt haben. Ich habe mir auch andere Kliniken angeguckt, aber ich muss sagen, dass mir hier bei der Topaz Klinik halt einfach die Natürlichkeit so sehr gefallen hat. Ich wollte nicht aussehen wie Victoria's Secret Playmate, sondern ich wollte aussehen wie eine Frau. Und ich wollte nicht perfekt, aber ich wollte weiblicher. Und das habe ich definitiv bekommen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, zum Teil hast du die nächste Frage schon beantwortet, aber was hat es dir gebracht für dein Passing und für dein Leben? Viel mehr Lebensqualität. Ich fühle mich viel freier und ich setze mich selber nicht mehr so unter Druck. Ich hatte vorher immer das Gefühl, ich muss mich zurechtmachen, ich muss top aussehen, Make-up, Haare, Outfit und jetzt bin ich halt zwischendurch ein bisschen faul, weil ich einfach weiß, dass so ein wichtiges Merkmal wie das Gesicht sieht weiblich aus, komme was wolle. Und rein biologische Frauen sind halt auch nicht immer top gestylt, sondern im Alltag ist man halt auch einfach mal ein bisschen faul und auch das ist in Ordnung. Ich muss nicht jeden Tag das Beste aus mir rausholen, sondern es ist für mich mittlerweile auch viel, viel einfacher zu akzeptieren, dass ich nicht in jeglicher Hinsicht perfekt aussehen muss. Ja. Ich gehe mal zu deinem Mann. Ihre Gesichtsfeminisierung, hat das auch für dein Leben eine Änderung gebracht? Ja, auf jeden Fall. Was jetzt viel entspannter ist, halt, dass sie nicht mehr so angespannt ist, bevor man irgendwo hingeht, weil das Gesicht ist halt das Erste, was andere Leute halt sehen und von daher war der Druck, den sie sich selber eigentlich aufgebaut hat, immer so groß, dass viele Sachen einfach schwierig waren und das ist jetzt ganz leicht geworden. Also sie ist viel ruhiger, viel entspannter und dadurch macht es mir das natürlich auch einfach. Ja, ich bin nicht mehr die tickende Zeitbombe, sondern du kannst einfach ganz entspannt mit mir als deine Partnerin durchs Leben gehen und weil du einfach weißt, ich setze mich selber nicht mehr so unter Druck. So, ich bin einfach, weil ich entspannter bin, ist unsere Beziehung entspannter. Viel entspannter. Ja. Sehr schön. Dann noch eine Frage, wie war das Verbleib im Gästehaus? Kannst du da noch? Sehr familiär.
Ich muss sagen, ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, weil ich halt gedacht habe, oh, so viele Patienten auf einem Haufen und weiß ich nicht, ist da für jeden gesorgt und wie wird das? Aber mittlerweile, wir sind jetzt das 3. Mal hier in der Klinik für Nachuntersuchungen und weitere Behandlungen einfach. Und jedes Mal, wenn ich hier auf dem Parkplatz ankomme, bin ich schon so, wir sind wieder da und gleich sehen wir alle wieder. Einfach weil man hier wirklich aufgenommen wird wie zu Hause. Das hier ist kein Hotel, aber es ist so ein bisschen, es ist halt auch kein Krankenhaus. So, man kommt hier nicht her und ist so alles, sondern man wird mit offenen Armen willkommen. Es gibt tolles Frühstück, es wird jeden Tag frisch gekocht und im Aufenthaltsraum, jedes Mal, wenn ich hier bin, lernen wir so tolle neue Leute kennen, mit denen man über Facebook dann auch im Kontakt ist und halt neue Menschen mit ähnlichen Schicksalen, aber ihren ganz persönlichen Stories kennenlernt. Und das ist halt so ein bisschen wie ein Ort, um sich auszutauschen und halt gibt einem neue Impulse für sich selber auch. Ja, einfach auch so ein bisschen die Möglichkeit, sich auszutauschen, ist halt spannend einfach. Denn man lernt so tolle Leute kennen, das ist echt jedes Mal eine Bereicherung. Wenn du dich selber noch einen Rat geben könntest, du als wie du warst bevor deiner FFS, was würde der Rat sein? Lass dir ein bisschen Zeit. Natürlich, klar, man kann immer sagen, ich wünschte, ich hätte es eher gemacht, aber die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Was ich mir aber definitiv sagen würde, ist, setz dich selber nicht so unter Druck. Es wird die Zeit kommen, wenn du die Operation machst und bis dahin hasst dich nicht selber und guck, wo du bist, akzeptier, wo du bist, auch wenn du den Wunsch hast, das zu ändern. Du musst es nicht übers Knie brechen und so eine Entscheidung wie so eine lebensverändernde OP trifft man nicht von heute auf morgen, aber ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass es mein Leben zum 100% Positiven bereichert hat. Schön, das zu hören.